Jo, hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal mit einem neuen Video. Es ist noch früh am Morgen, das halbe Haus schläft noch, denn ich mache mich gleich auf den Weg zum Flughafen, denn ich begebe mich gemeinsam mit Freunden von der GDT Regionalgruppe Berlin-Brandenburg auf eine Reise zur norwegischen Insel Senja mit dem Ziel, Polarlichter zu fotografieren. Koffer, ja. Teile dieses Films oder dieses Videos habe ich separat verlinkt. 2 separate Videos habe ich erstellt, falls ihr das ganze Video nicht bis zu Ende schauen wollt, sondern es euch nur um Polarlichter fotografieren oder um Technik oder um Kleidung unter winterlichen Bedingungen geht, dann könnt ihr euch die anderen Videos anschauen. Ihr könnt aber auch bis zum Schluss dran bleiben und das Ganze auf einen Rutsch quasi sehen, sprich meinen Reisebericht und natürlich alles Wissenswerte über Senja. Ansonsten, Koffer habe ich, geht hier gleich weiter mit einem kleinen Reisebericht. Bleibt kurz dran, es folgt noch kurz mein Intro. Bis gleich. Senja ist die zweitgrößte Insel Norwegens und wird in der nordsamischen Sprache auch Sascha genannt. Senja liegt etwa 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, also nördlicher als die Lofoten. Daher ist die Insel mit ihrer Berglandschaft auch sehr beliebt unter Nordlichtfotografen, um die Polarlichter zu fotografieren. Trotz des hohen Breitengrades ist das Klima wegen des Golfstroms vergleichsweise mild. Im Winter können die Temperaturen bis -24 und im Sommer bis zu 28 Grad Celsius erreichen. Laut CNN rangiert Senja in den Top 10 der schönsten Inseln weltweit. So, wir sind jetzt in Norwegen, in Tromsø angekommen und wir haben noch etwas Zeit, bevor es weitergeht nach Senja und dementsprechend werden wir uns jetzt noch Tromsø etwas anschauen, ein bisschen Sightseeing und ein bisschen die Sonne genießen oder bei einem der hiesigen Bäcker ein kleines Baguette kaufen und essen. Wenn man etwas Zeit in Tromsø hat, dann sollte man sich unbedingt die Eismeerkathedrale sowie die Altstadt ansehen. Tromsø liegt ca. 340 Kilometer nördlich des Polarkreises und ist mit ca. 80.000 Einwohnern die größte Stadt im Norden des Landes. Senja erreicht man am besten mit dem Flugzeug, entweder über Tromsø oder Bardufoss und dann mit dem Auto über den Landweg oder mit dem Auto und der Fähre von Brensholmen nach Bottenham. Allerdings nur im Sommer. Im Winter verbleibt nur die Route über den Landweg bis nach Finnsnes und weiter über die Gisundbrücke nach Silsanf auf Senja. Hierfür benötigt man mit dem Auto etwa 3 bis 4 Stunden, denn man kann nicht so schnell fahren wie im Sommer üblich. Pausen oder Fotostops nicht inbegriffen. Es gibt noch weitere Autofähren als die von Brensholm nach Bottenham, aber da habe ich nicht weiter recherchiert. Wir sind hier genau für eine Woche, kürzer sollte man nicht bleiben, um die tolle Landschaft der Insel zu erkunden. Länger geht immer, um natürlich mehr Zeit vor Ort zu haben. Von unserer Basis in der Mitte der Insel, dem Campingplatz Senja Camping, führte uns jeden Tag nach ausgiebigem Frühstück eine Erkundungstour an verschiedene Spots der Insel. Die folgenden Aufnahmen stammen von diesen Tagestouren quer über die Insel und vermitteln euch einen Eindruck von der spannenden und absolut sehenswerten Landschaft Senjas.
Hi, wir stehen jetzt vor einem Highlight auf Senja. Dem goldenen Klo kann man es nennen. Wie ihr hier im Hintergrund seht, ein formschöner Bau, ockerfarben, und wenn die Sonne drauf strahlt, dann leuchtet er auch richtig goldgelb. Allerdings, wir haben es gerade probiert, es ist wieder defekt und verschlossen, sodass man nicht auf Toilette gehen kann. Und naja, hier wurde ca. 900.000 Euro, habe ich gehört, wurden in etwa versenkt, um das Klo zu bauen, und es ist vielleicht 2- oder dreimal im Jahr funktionstüchtig. Naja, muss man halt, kann man halt nur die Berge genießen, das Panorama, den Fjord. Man muss das Beste draus machen. Senja liegt nördlich des Polarkreises und ist im Vergleich zu Mitteleuropa eher dünn besiedelt, und somit sind Sichtungen von Wildtieren weitaus eher möglich als zum Beispiel in Brandenburg, in meiner Heimat. Was kann man hier oben beobachten und eventuell vor die Linse bekommen? Auf Senja findet man neben vielen Rentieren, Elchen, Robben, Fischottern und Seeadlern, auch mit ganz viel Glück, kann man hier einen Luchs sehen, einen Schwertwal oder auch Rukak genannt, oder einen Alpenschneehuhn. Wobei Schwertwale, habe ich erfahren, wurden schon länger hier nicht mehr auf Senja gesichtet, da die Heringsschwärme weiter nördlich gezogen sind und vor ein paar Jahren die Heringsschwärme weiter nördlich gezogen sind und demzufolge die Okas ihnen gefolgt sind und man daher wahrscheinlich aktuell nicht das Glück hat, Okas auf Senja zu sehen oder in der Nähe von Senja. Wie immer, man muss Glück haben und zur richtigen Zeit im richtigen Habitat am richtigen Ort sein. Dann hat man eventuell das Glück, das eine oder andere Wildtier zu sehen. Viele Sichtungen werden im Sommer gemeldet, natürlich, weil mehr Menschen in die Natur gehen zum Wandern und um sich zu erholen. Insofern ist es auch eher schwierig, vorher per Internet zu schauen, wo findet man welches Tier oder wo wurde welches Tier gesehen. Denn die Region auf Senja, die Insel, ist so groß, dass es auch schwierig ist, das jeweilige Tier an der Stelle auch wiederzufinden. Wir konnten diese Tage schon etliche Rentiere beobachten. Die laufen hier immer mal in der Gegend so rum, und wenn man wirklich Glück hat und das Licht passt, dann kann man sie auch wirklich sehr schön fotografieren. Wir haben jetzt in den Tagen 10 Elche gezählt, 11, genau, 11. 11 Elche konnten wir sehen, wobei wir nur einen fotografieren konnten. Ja, ist halt leider so. Öfters queren die Elche natürlich auch nachts die Straße, da muss man wirklich sehr aufpassen. Uns ist das auch einmal passiert. Allerdings, ja, hat soweit alles gepasst, aber die Kamera war nicht griffbereit. Leider. Wie ich schon erwähnt hatte, wir haben hier auf Senja auf einem Campingplatz übernachtet, und es war möglich, hier am Campingplatz oder in der Nähe von dem Campingplatz auch Schneehasen zu beobachten, sowie eine Sperbereule. Die war auch sehr neugierig. Die hat sich dann in der Dämmerung gezeigt hin und wieder und blieb dann auf dem Baum sitzen und hat ihre Gegend beobachtet und sich auch nicht stören lassen, wenn man quasi sie fotografiert hat und gefilmt hat. War ein sehr nettes Erlebnis. Einen Fischotter haben wir vergeblich versucht zu finden. Wir haben leider nur seine Spuren im Schnee gesehen, wie er so zum Teil die Böschung zum Ufer runterrutscht, was natürlich typisch für den verspielten Fischotter ist. Aber leider war das Glück uns nicht hold, ihn irgendwo auf einer Eisscholle oder am Ufer zu sehen, wie er vielleicht gerade einen Fisch verspeist. Was wir aber sehen konnten, statt dem Fischotter, waren Kegelrobben. Wir haben insgesamt dann 8 Stück gezählt, und die waren auch sehr, sehr interessiert an uns. Man hat wirklich gemerkt, dass sie uns folgen, als wir den Fjord lang gelaufen sind. Und sie haben auch immer wieder aus dem Wasser geschaut, wo wir sind, was wir machen. Es war sehr interessant.
Ja, wie versprochen, jetzt geht's zum Hundeschlitten, zur Hundeschlittentour. Und gegen 4, denke ich mal, 1,5 Stunden geht die Sonne unter. Ich bin echt gespannt auf die Tiere und auf die tierische Hundeschlittentour. Schlittenhunde wurden früher vor allem als wichtiges Fortbewegungsmittel in polaren und arktischen Regionen eingesetzt. Sie waren unverzichtbar für den Transport von Menschen, Waren, Vorräten, Post und sogar Medikamenten in Gebieten, in denen andere Fortbewegungsmittel wie Pferde oder Autos nicht nutzbar waren. Von Schlittenhunden werden hohe körperliche und mentale Fähigkeiten verlangt. Mit optimaler Veranlagung und optimalem Training können sie in 24 Stunden einen Schlitten bis zu 200 Kilometer ziehen. Die mentalen Fähigkeiten bestehen aus dem unbedingten Laufwillen. Trotz des Stresses müssen die Schlittenhunde die Kommandos verstehen und umsetzen können und selbstständig in der Lage sein, den richtigen Weg zu finden. In kurzen Rennen erreichen Schlittenhunde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 30 bis 40 Stundenkilometern. Ein Schlittenhundegespann, das sogenannte Team, kann aus 2 bis zu über 12 Hunden bestehen. Heutzutage werden die Gespanne gewöhnlich als Doppel eingespannt, wobei sie jeweils an einer zentralen Zugleine befestigt sind. Die Hunde eines Teams kennen im Allgemeinen ihre Position im Gespann und sind in diesem Punkt wie auch in vielen anderen Bereichen ausgesprochene Gewohnheitstiere. Es ist aber auch üblich, dass die Hunde die verschiedenen Rollen und Positionen außer dem Leader einmal einnehmen, um im Falle der Fälle, dass ein Hund ausfällt, sie auch dessen Rolle und Position problemlos einnehmen können. Im Team unter Doppel- und Tandemeinspannung gibt es die folgenden Positionen. Der Leader ist der Leithund und der erste Hund im Gespann. Der Wheeler ist der Hund direkt vor dem Schlitten. Die sogenannten Swinger sind alle anderen Hunde im Gespann. Höchste Ansprüche werden an die Leader gestellt, denn sie geben das Tempo vor und müssen mit dem Mascher, dem Hundeschlittenführer, kommunizieren und dessen Befehle umsetzen. Sie müssen weitgehend selbstständig den richtigen Weg, den Trail, finden, sodass der Mascher nur in für den Leader zweifelhaften Situationen mit Kommandos eingreifen muss. Rein körperlich leisten sie somit, insbesondere im Tiefschnee, die härteste Arbeit. Als Wheeler werden oft die körperlich stärksten Hunde eingesetzt. Wheeler müssen abgesehen vom Laufwillen keine besondere mentale Leistung erbringen. Unser Gespann bestand aus 5 Hunden in Doppeleinspanung, wobei der Wheeler eine Einzelposition in der Mitte einnahm. Da es in den letzten Tagen häufig geschneit hatte, konnte ich gemeinsam mit meinem Fotofreund Guido eine Hundeschlittentour unternehmen. Die Tour ging quer durch das Grundstück des Hundeeigentümers, hinweg über kleine Hügel und durch kleine Wälder. Als Schlittenhundeführer, als Mascher, tauschten wir uns während der Pause aus. Die Huskies waren so sehr lauffreudig und konnten es nicht erwarten, dass es losgeht oder, falls wir stoppten, dass es wieder weitergeht. Wir mussten öfters anhalten, da die Gespanne vor uns am Hang hin und wieder Probleme hatten. Das gefiel dem unserigen Hundegespann ganz und gar nicht. Am Ende der 2 Runden durften wir die Hunde aus ihrem Geschirr befreien und zu ihrer Hütte bringen, wo sie etwas später von uns noch ihr Futter erhielten. Polarlichter, auch Aurora Borealis genannt, oder Nordlichter, oder in der südlichen Hemisphäre Aurora Australis, sind faszinierende Lichtspiele am Himmel und vor allem in den Polarregionen, da wo ich jetzt bin, quasi 250, 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis, ist es wirklich ein faszinierendes Schauspiel, sie zu sehen. Man kann Nordlichter oder Polarlichter vor allem in nördlichen Regionen wie Norwegen, Schweden, Finnland, Kanada und Alaska
sowie in den südlichen Regionen von Neuseeland und der Antarktis sehen. Die besten Zeiten, um sie zu beobachten, sind in den Wintermonaten. Deswegen, wie ihr seht, noch eine Menge Schnee und warm angezogen, wenn die Nächte lang und dunkel genug sind. Die Farben der Polarlichter variieren zwischen grün, rot, violett, blau oder gelb. Grün ist natürlich die häufigste Farbe, denn Grün entsteht durch Sauerstoff in etwa 100 Kilometer Höhe. Rote und violette Lichter entstehen ebenfalls durch Sauerstoff, aber in wesentlich höheren Höhen, während blaues Licht durch Stickstoff erzeugt wird. Polarlichter sind in der Regel in Höhen zwischen 80 und 300 Kilometern über der Erdoberfläche zu beobachten. Die meisten Polarlichter treten jedoch in Höhen von ca. 80 bis 250 Kilometer auf. Polarlichter in höheren Höhen können auch über größere Entfernungen hinweg beobachtet werden, und so kann es auch möglich sein, dass nicht nur hier in Norwegen oder in den skandinavischen Ländern Polarlichter zu sehen sind, sondern auch in Deutschland und anderen Teilen Mitteleuropas. Der Grund, warum sie in diesen Höhen sichtbar sind, liegt an der Wechselwirkung zwischen den geladenen Teilchen der Sonnenwinde und der Erdatmosphäre. Wenn diese Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen, kollidieren sie mit Gasen wie Sauerstoff und Stickstoff. Und diese Kollisionen finden hauptsächlich in den oberen Schichten der Erdatmosphäre statt, wo die Dichte der Gase entsprechend geringer ist. Aber die Teilchen immer noch genügend Energie haben, um Licht zu erzeugen. In diesen Höhen kann verschiedene Gase unterschiedliche Farben erzeugen. Sauerstoff kann grüne und rote Lichter erzeugen, Stickstoff für blaue und violette Farben verantwortlich sein. Die spezifischen Höhen und die Art der Gase bestimmen quasi die Farben des Polarlichts und auch die Intensität. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Spot, den wir uns tagsüber heute ausgesucht haben, und hoffen, dass wir an der Stelle irgendwann noch einen etwas klareren Himmel haben als jetzt. Ja, es sind ein paar Lücken vorhanden, aber es ist noch sehr viel Licht in der Atmosphäre, sprich die Sonne ist noch nicht ganz verschwunden und dementsprechend wäre es eher schwierig, auch die Polarlichter zu sehen. Sprich, wir müssen noch ein paar Stunden warten und hoffen, dass es ein bisschen aufklart oder zumindest mehr Lücken vorhanden sind. Der KP-Index ist eine Skala, die die Aktivität des Erdmagnetfelds misst und angibt, wie wahrscheinlich es ist, Polarlichter zu sehen. Der Index reicht von 0 bis 9, wobei höhere Werte, ab 5 quasi, bedeuten, dass Polarlichter auch in niedrigeren Breiten sichtbar sein können. Ein höherer KP-Index ist also ein gutes Zeichen für eine mögliche Sichtung von Polarlichtern. Es gibt, um den KP-Index zu verfolgen, gibt es verschiedene Webseiten, unter anderem Kachelmann-Wetter, Aurora, MT-Wetter. Also ich habe die Links auf die jeweiligen Webseiten welche Apps kann man nutzen, welche Webseiten kann man nutzen, um Polarlichter ausfindig zu machen bzw. sich den KP-Index anzuschauen. Ich nutze die App Polarlicht, Polarlichtvorhersage, und hier zum Beispiel die App Polarlichtvorhersage. Hier finde ich den aktuellen KP-Index, passend zu meiner aktuellen Position. Ich kann mir die Position des Polarlichtovals anzeigen lassen. Da sehe ich, wie weit dreht es sich in den nächsten Stunden, wie breit ist das Oval und vor allem wie intensiv. Ist es nur grün, sind gelbe Anteile vorhanden, sind rote Anteile vorhanden. Und damit bekomme ich in etwa einen Eindruck für die Vorhersage und die Position. Und dann kann ich mich jeweils danach richten. Und wenn das Wetter passt und die Himmelsrichtung, dann sehe ich auch Polarlichter. Was mir aufgefallen ist, dass ich keine Echtzeitvorhersage bekomme, oder keine Echtzeitanzeige. Das heißt, wenn mir die Anzeige Echtzeit gegeben wird, dann wird das immer um 1-2 Stunden Zeit versetzt. Also sprich, wenn es 20 Uhr ist, dann war die aktuelle Zeit gegen 18 Uhr. Kann sein, dass das nicht
die mitteleuropäische Zeit ist, sondern eine andere Zeit, müsste ich mal recherchieren. Es gibt auch noch Webseiten neben den Apps, wo man das Polarlichtoval und den KP-Index ablesen und beobachten kann. Zum Teil das Polarlichtoval auch zum Beispiel bei dem NOAA kann man sich nicht Vorhersage, aber die letzten 24 Stunden das Polarlichtoval anzeigen lassen, wie es rotiert und pumpt. Und damit kann man dann etwa abschätzen, wie geht es in den nächsten Stunden weiter. Die Links dazu packe ich euch blende ich euch ein, beziehungsweise packe ich euch in die Beschreibung zu dem Video. Generell kann man sagen, je nördlicher man reist, desto größer sind natürlich die Chancen, das Naturspektakel zu sehen. Am besten in den Wintermonaten, wo die langen Nächte existieren, obwohl man natürlich auch in den Sommermonaten, also quasi das ganze Jahr, Polarlichter sehen könnte oder kann. Aber wir sehen sie halt nicht, weil wir entweder zu weit im Süden sind, der Himmel bewölkt ist, der KP-Index zu niedrig ist oder es einfach noch nicht dunkel genug ist. Was empfiehlt sich als Equipment? Ich neige dazu, Vollformatkameras zu verwenden. Man kann auch mit APS-C-Kameras arbeiten, aber MFT-Kameras würde ich grundsätzlich meiden, um Polarlichter zu fotografieren, da das Sensorrauschen dementsprechend ist einfach viel zu klein. Ich verwende persönlich eine Vollformatkamera und ein lichtempfindliches Objektiv, sprich je lichtempfindlicher, desto besser. Kleinere Brennweiten als 2,8 sind natürlich teuer, groß und schwer, aber es lohnt sich, wenn man darauf zurückgreifen kann, lieber das. Zu den Objektiven, je mehr ins Weitwinkel gehend von der Brennweite, umso besser, sprich alles was kleiner als 28 mm ist, eignet sich idealerweise zur Fotografie von Polarlichtern. Man kann natürlich auch 50 mm Brennweite nehmen, um vielleicht mal irgendwo ein Detail festzuhalten, wo im Hintergrund das Polarlicht erscheint. Muss man ausprobieren und dann schauen, ob das Polarlicht genau an der Position erscheint, was Glück etwas ist. Ein Stativ am Ende sollte man auf jeden Fall vermeiden, das ist unabdingbar, da gerade im Dunkeln bei mittlerer ISO-Zahl bis 3.000, 4.000 die Belichtungszeiten je nach Offenblende des Objektivs sehr lang sein können, sprich 3 Sekunden, 4 Sekunden bis zu 10 Sekunden. Und das kann man nicht aus der Hand halten. Da ist Stativ ohne geht nicht. Fernauslöser ist ideal auch, um quasi Verwacklung zu vermeiden. Idealerweise mit einer Zeitrafferfunktion. Man kann das Ganze auch natürlich mit einem Handy machen, wenn man die Kamera und das Handy miteinander verbinden kann. Allerdings sind funkgesteuerte Zeitauslöser sowie Handy kosten halt Strom. Und wenn man einen Zeitraffer über einen längeren Zeitraum von 3-4 Stunden machen möchte, ja, dann ist jedes Watt, jedes bisschen Strom und Energie ist dann wichtig für den Zeitraffer, aber nicht unbedingt für die Steuerung. Objektivwärmer mit einem extra Akkupack eignen sich recht gut bei niedrigen Temperaturen oder in der Nähe von Flüssen oder wenn die Luft sehr feucht ist. Objektivwärme mit extra Akkupack und eine Kopflampe mit Rotlicht sind auch sehr zu empfehlen. Objektivwärme zum Beispiel sind so eine Manschetten mit einem kleinen Powerbank dran. Da kann man zum Teil auch unterschiedliche Heizstufen stellen und damit kann man das Objektiv anwärmen oder die Frontlinse zumindest, damit diese halt über den Zeitraum des Zeitraffers nicht beschlägt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Kameradisplay. Das sollte so dunkel wie möglich eingestellt werden und ebenfalls das Mobiltelefon. Die Helligkeit des Mobiltelefons sollte so gering wie möglich sein, da man sonst geblendet wird in der Nacht. Wie lange belichten? Sofern die Kamera nebst Objektiv nicht so lichtempfindlich ist,
um sie in Echtzeit zum Beispiel zu filmen, die Polarlichter, bleibt einem nur der sogenannte Timelapse oder Zeitraffer übrig. Das heißt, über mehrere Bilder hinweg nimmt man die Polarlichter auf, fügt sie dann zu einem Film zusammen und hat dann sozusagen in schneller Abfolge eine Bewegung des Polarlichts. Wenn das Polarlicht, wie jetzt zum Beispiel hier im Norden, sehr weit oben am Himmel steht und sich sehr schnell bewegt, dann kann es natürlich sein, dass der Zeitraffer sehr hektisch wird. Für die einzelne Belichtungszeit muss man probieren. Am besten, wenn man vor Ort ist und noch nichts losgeht, einfach mal die Belichtungszeit ausprobieren, damit man weiß, wenn es dann losgeht, das ist die richtige Zeit, jetzt kann es losgehen. Feuerfrei quasi. Die Sterne sollten immer noch als Sterne sichtbar bleiben. Sprich, je nach Brennweite, Faustregel 300 durch Brennweite bei Vollformat ergibt die Belichtungszeit in Sekunden. Das gilt vor allem, je weiter weg man von den Polarlichtern sich befindet. Also in Deutschland oder in Dänemark zum Beispiel. Je näher man den Polarlichtern kommt, sollte man schauen, wie sehr sich die Polarlichter bewegen und dann abwägen, ob man eher kurz oder lange belichtet. Sprich 1 bis 3 Sekunden bei 15 mm Brennweite versus 6 bis 8 Sekunden bei 35 mm Brennweite im Vollformat zum Beispiel. Der Zeitraffer muss dann entsprechend darauf angepasst werden, sprich man sollte immer mal einen Blick auf das Histogramm werfen, dass es mittig eher leicht rechts liegt, nicht zu weit rechts. Die ISO sollte man so gering wie möglich halten, bis 6000, 5.000, 6.000 kann man es noch machen, danach fängt dann eher das Rauschen an. Bei einzelnen Bildern kann man natürlich das Entrauschen entweder in der Kamera oder dann später per Software machen. Man sollte abwägen zwischen Belichtungszeit und Bildrauschen. Am besten vorher vielleicht, wie gesagt, eine Belichtungsreihe machen und dann schauen, ob man eher länger belichtet bei einer kleineren ISO oder kürzer belichtet bei einer längeren ISO. Da muss man dann wirklich vor Ort entscheiden, was am besten passt. Und passt es zur Landschaft? Sind die Lichter erkennbar? Passt es zu den Sternen? Das muss man, wie gesagt, vor Ort entscheiden. All die Einstellungen machen nur Sinn, wenn man den manuellen Modus der Kamera verwendet. Keine Vollautomatik, keine Zeitautomatik, auch keine Blendenautomatik, sondern nur den manuellen Modus. Manuell die Schärfe einstellen, sprich entweder sucht man sich einen weit entfernten Lichtpunkt, das kann eine Lampe sein, von einem Haus, die Lichter in einem Fenster, der Mond oder ein heller Stern und den stellt man dann am Ende scharf. Bei spiegellosen Kameras hat man meist den Vorteil, dass man im Sucher so eine Art Lupenvergrößer, also Lupe hat, mit der man das Bild vergrößern kann. Da kann man sich dann einen bestimmten hellen Punkt raussuchen und den dann manuell scharf stellen. Damit ist man safe. Noch ein paar Worte zur Bildkomposition. Man kann natürlich vorher sehr viel Zeit investieren in das Location Scouting. Idealerweise empfiehlt es sich aber wirklich, tagsüber sich die Stellen mal anzuschauen, rechtzeitig vor Ort zu sein, damit man vielleicht in der Dämmerung schon den Weg einmal zur Position abläuft und dann im Dunkeln wieder zurück, um Licht von Taschenlampen zum Beispiel zu vermeiden, damit die Augen sich einfach, wenn sie sich einmal an die Dunkelheit gewöhnt haben, dann muss man nicht unbedingt Taschenlampen verwenden, nur wenn nötig. Zurück zur Bildkomposition. Es macht sich, meiner Erfahrung, sieht es besser aus, wenn der Horizont bzw. der Vordergrund nicht leer ist. Also irgendwie eine weite Fläche wie eine Wiese, eine Wasserfläche etc. Wenn man kann, je nach Brennweite, sollte man im Querformat arbeiten. Man kann natürlich auch ins Hochformat schwenken, wenn die Lichter genau über einem sind. Oder man schwenkt einfach die Kamera nach oben und hat nichts außer Lichter und Himmel. Ja, Geschmackssache. Ansonsten bin ich der Meinung, ein Detail im Vordergrund, ein Objekt im Vordergrund, ein Objekt im Hintergrund
und dann die Lichter am Himmel. Das gibt eine gewisse Tiefenwirkung und dann muss man halt schauen, passen die Lichter auch von der Position, sind die Wolken richtig. Da muss man verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Bilder, verschiedene Motive und dann am Ende das beste Bild aus der Nacht auswählen. Ja, am Ende kann man nicht, selbst mit sehr viel Planung, kann man nicht vorhersagen, in welcher Himmelsrichtung und in welcher Höhe im Himmel die Polarlichter am Ende erscheinen. Insofern ist es auch schwierig, mit jeglicher Art von Komposition, die man vorher sich vorstellt, auch genau das Bild zu erreichen, was man am Ende erhält. Man muss halt schauen, was passiert und alles mitnehmen, was man kriegen kann sozusagen. Und anschließend dann das beste Bild auswählen. Noch ein Thema zum Filmen. Ich habe versucht mit der Kamera, mit der R5 von Canon, Polarlichter zu filmen. Und tatsächlich ist es möglich. Allerdings muss man die ISO-Zahl recht hoch drehen, um eine vernünftige Verschlusszeit zum Filmen zu bekommen. Da das dann allerdings wieder in Rauschen umschlägt, gerade wenn der Himmel wirklich sehr dunkel ist, rauscht es wirklich sehr stark, dann empfehle ich meist oder empfiehlt es sich, die Belichtungszeit entsprechend von 50, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit 25 Bildern filme, Belichtungszeit eine 50. Und da empfehle ich jetzt zum Beispiel die Belichtungszeit von einer 50. auf einer 25., 20, 10 und so weiter zu reduzieren, um ein entsprechendes Ergebnis zu erreichen mit einer geringen ISO-Zahl. Am Ende kann man dann die Bewegung des Polarlichts notfalls beschleunigen, etwas, um ein real wirkendes Video zu erhalten. Das fällt am Ende weniger auf oder ist am Ende weniger chaotisch anzusehen, als wenn ich ein sehr aktives Polarlicht im Zeitraffer filme, was in größeren Abständen Bilder aufnimmt von einem sehr hektisch tanzenden Polarlicht. Was kann man zu winterlichen Bedingungen sagen, außer dass es kalt und des Öfteren feucht ist? Generell gilt das Fibelprinzip bei der Kleidung. Das heißt, mehrere Schichten übereinander, Unterhose, vielleicht noch eine Überhose, Skihose zum Beispiel. Und wenn es kalt wird, zweite Unterhose, genauso oben mehrere Schichten, dickes Unterhemd aus Wolle, Merino-Wolle zum Beispiel und einen dicken Pullover. Und dann noch, wenn es geht, eine Skijacke oder eine ähnliche dicke Jacke oder was Wattiertes. Mindestens eine Schicht lange Unterwäsche aus Wolle wie Merino, eine Schicht darüber wie Pullover oder Thermohosen und darüber dann eine wind- und wetterfeste Bekleidungsschicht. Je nach persönlichem Empfinden, Kälteempfinden, noch eine isolierende Zweitschicht aus Daunen oder Kunstpelz. Als Kleidung kann man auch Kleidung mit Heizung empfehlen, aber da muss man immer sehr viele Akkus mitnehmen, den ständig laden und ja, gerade beim Fliegen ist es vielleicht etwas zu viel des Guten, wenn man schon noch Kameratechnik mit hat. Mehrere Schichten haben den Vorteil, dass man die eine oder andere Schicht ausziehen kann. Insbesondere wenn man sich bewegt, wandert, läuft, dann schwitzt man und wenn man dann quasi steht, fängt man wieder an zu frieren. Und insofern ist es gut, wenn man quasi in der Bewegung vielleicht weniger Kleidung anhat und sobald man steht, entweder Wechselklamotten oder halt die letzte Schicht nochmal drüber ziehen. Der Kopf sollte natürlich auch warm bleiben, aber nicht so warm wie der Rest des Körpers, denn unser Gehirn produziert ja mehr oder weniger genug Wärme. Am wichtigsten für uns Fotografen sind eigentlich die Hände und die Füße. Mehrere Schichten Handschuhe halten zwar warm, aber
sind auch eher unhandlich. Jetzt hier bei Temperaturen um die 0 Grad haben Handschuhe, einfache Fingerhandschuhe ausgereicht. Wenn man aber dann länger irgendwo steht, macht es Sinn, auch einen Fäustling anzuziehen, um dann halt die Hände die ganze Zeit warm zu halten. Was auch bei Handschuhen gut ist, es gibt so Überhandschuhe zum Snowboarden zum Beispiel. Es gibt auch Überhandschuhe, wo man noch einen Innenhandschuh verwenden kann und bei Bedarf auch noch an den Außenseiten quasi so ein Wärmepack sich reinstecken kann. Diese Handschuhe kann man auch empfehlen, habe ich selber nicht, auch jetzt hier nicht gebraucht, aber habe ich schon gehört, dass die sehr praktisch sind. Bei den Füßen sollte man gut investieren. Sind die Füße halt mal kalt, kann man halt quasi einpacken und man ist die nächsten Tage krank. Winterstiefel zum Beispiel für die Ansitzjagd oder zum Angeln sind meines Erachtens ideal, denn sie sind dick gefüttert, zum Teil wasserfest, meist mit so einer Gummigalosche, und weise ist die Innensohle herausnehmbar, dass, wenn man geschwitzt hat, dass man sie trocknen lassen kann, und dann hat man meist auch in den Winterstiefeln eine isolierende Sohle mit Aluminiumbeschichtung, und wenn der Innenschuh vielleicht auch noch eine Aluminiumbeschichtung hat, dann isoliert das auch nochmal. Das hält am Ende dann wirklich sehr gut warm. Ich selber hatte auch oder habe auch so eine Stiefel, so eine Winterstiefel, richtige Snow Boots. Die haben mich sehr warm gehalten, auf jeden Fall die ganze Zeit. Auch wenn man nachts irgendwo für die Polarlichter steht und wartet, bis dann mal was kommt, da können schon ein paar Stunden vergehen, und gerade im Schnee bei feuchtem Wetter macht das auf jeden Fall Sinn. Zur Technik, ja. Ich will jetzt hier keinen Exkurs über Kameratechnik etc. groß machen, aber das Wichtigste bei der Kamera und den Temperaturen, was man beachten sollte, ist einmal die Feuchtigkeit, sprich beim Wechsel von kalt auf warm, das Beschlagen von Linse und allen glatten Oberflächen auch der Kamera selber, wie auch, was auch wichtig ist, die Batterien und die Stromversorgung. Ich habe jetzt so immer gemacht, dass ich die Batterien eingesteckt habe, alle Ersatzbatterien, und wenn die Kamera längere Zeit draußen nicht aktiv war, dann habe ich auch die Batterie entfernt und diese ebenfalls eingesteckt, damit die Batterie warm bleibt, um halt nicht ihre Leistung zu verlieren. Man sollte allerdings die Batterien in eine Tasche stecken, die nicht unbedingt von der Feuchtigkeit des Körpers, dass die Feuchtigkeit des Körpers nicht an die Batterien gelangt. Notfalls kann man sich abhelfen, indem man einen Zipperbeutel nimmt und die Batterien da reinpackt und dann in den Körper. Aber gerade wenn man sich bewegt, habe ich festgestellt, dass dann innen die Jacke sehr verschwitzt ist, und die Feuchtigkeit könnte dann auch auf die Batterien gehen. Filter. Bei Filtern mit Filtern kann man sehr viel machen. Eigentlich braucht man für die Fotografie tagsüber vielleicht den einen oder anderen Grauverlaufs- oder Neutraldichtefilter oder auch einen Polfilter. Allerdings Aufschraubfilter zum Beispiel können bei Minustemperaturen schnell das Problem mit sich bringen, dass durch die Temperaturschwankungen das Glas bricht oder man den Ring quasi vom Objektiv nicht mehr entfernen kann, weil sich durch das Zusammenziehen außen die winterlichen Temperaturen der Ring so verkleinert hat, dass er quasi auf dem Objektiv festklemmt. Drop-in-Filter, Einsteckfilter sind da wesentlich einfacher oder besser zu bedienen. Man kann sie einfach wechseln und sie zerspringen. Zumindest in meinem Fall habe ich das noch nicht erlebt. Das Glas zerspringt höchstwahrscheinlich nicht. Speicherkarten. Man sollte immer eine Ersatzspeicherkarte dabei haben, die auch leer ist. Ansonsten habe ich nicht festgestellt, dass Kondenswasser, Feuchtigkeit durch Schwitzen etc. den Speicherkarten irgendwie was ausmachen. Natürlich sollten sie nicht ins Wasser fallen, aber ich hatte bisher keine Probleme damit festgestellt. Gut, Kameras, Objektive. Bei Minusgraden und dem Wechsel von kalt zu warm
kann es sich halt, wie bereits erwähnt, Kondenswasser bilden und das kann auf Dauer oder im schlimmsten Fall sofort die Technik beschädigen. Eine Möglichkeit wäre, die Kamera in der Kälte lassen, sprich den Speicher und den Akku entfernen, mit in das Zimmer nehmen, wo es warm ist, und dann langsam bzw. schrittweise die Kamera und die Objektive von den kalten Temperaturen schrittweise nach innen nehmen, sprich vielleicht irgendwo in einem Keller oder in einem Raum, der nahe zur Außentür ist, erstmal liegen lassen, dass sie sich etwas akklimatisieren kann. Wenn man das nicht möchte, kann die Kamera auch im Rucksack bleiben und dann im Rucksack, ist sie auch nicht der Feuchtigkeit sofort ausgesetzt in den wärmeren Räumen. Da funktioniert das Akklimatisieren ebenfalls gut. Und eine Möglichkeit, die ich selber auch noch ausprobiert habe, ist so eine Zippertüten, etwas größere Zipperbeutel, plus diese kleinen Silikagels, Packs, die man manchmal bei Artikeln, die man kauft, mitbekommt, dass alles trocken bleibt. Diese Silikagels habe ich quasi in den Zipperbeutel gepackt und dann, bevor ich in das Warme gegangen bin, habe ich Kamera oder Objektiv oder, wenn der Zipperbeutel recht groß ist, beides zusammen in den Zipperbeutel gesteckt, die Luft versucht etwas zu entfernen, rauszupressen und dann den Zipperbeutel verschlossen. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Ich hatte da keine Probleme, dass, wenn man dann in ein warmes Wohnzimmer gekommen ist, das Ganze beschlagen ist. Ja, die letzten Tage sind viel zu schnell vergangen, obwohl sie alle sehr lang waren. Sprich, von früh aufstehen bis spät abends in die Nacht, bis Mitternacht zum Teil, waren wir unterwegs, um entweder Tiere, Polarlichter oder auch die beeindruckende Natur von Senja zu fotografieren. Am Tag, jeder Tag war gefüllt mit unzähligen und unvergesslichen Eindrücken und Erinnerungen. Das war quasi mein Reisebericht von der Insel Senja mit vielen tollen Aufnahmen und wichtigen Informationen rund ums Fotografieren von Polarlichtern unter winterlichen Bedingungen. Auf diesem Wege noch einmal recht vielen Dank an Guido Sobe, und vielen Dank für die ereignisvolle und wirklich wunderschöne Woche. Für dein Organisationstalent echt Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, Lob, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich über jedes Like. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zum Thema Fotografie zu erhalten oder um euch weitere Videos anzuschauen zum Thema Wildlife-Fotografie. Insofern würde ich mich freuen, demnächst euch hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu können. Bis dahin, bleibt gesund. Viel Erfolg beim Fotografieren von Polarlichtern, falls ihr mal hier oben seid, oder ganz einfach von Tieren.